Wer durch diese dicke Stahltüre geht, ist meistens ernsthaft krank und hat einen Tumor, der bestrahlt werden muss. Hier ist eines der Schwergewichte des Klinikums Darmstadt, die Radioonkologie und Strahlentherapie. Etwa 140 Patienten täglich werden hier bestrahlt, so wie dieser Mann, der ein Krebsgeschwür an der Zunge hat. Mit diesem Hightech-Gerät bekommt er nun etwa 10 Minuten lang punktgenau Röntgenstrahlen ab. Die sind viel stärker als die normalen und zerstören das Krebsgewebe. 4,5 Millionen Euro haben die Geräte hier gekostet. Geld, das die Klinik selbst bezahlen und über Kredite finanzieren muss. Strahlentherapie an sich wird in der Regel relativ gut vergütet. Und wir spielen dem Klinikum schon Millionenbeträge pro Jahr ein. Und das ist natürlich, sage ich mal, ein Vorteil einerseits für die Strahlentherapie, da man natürlich im Klinikum gern gesehen ist und damit auch, sage ich mal, gute Argumente hat, zu investieren. Aber eben auch die Investitionskosten, die letztendlich vom Land kommen müssten, müssen wir selber tragen dadurch. Das Klinikum Darmstadt, das es hier an der Grafenstraße schon seit 1808 gibt, hat vor 2,5 Jahren einen großen Neubau für 240 Millionen Euro gebaut. Obwohl die Länder für die Investitionen der Krankenhäuser zuständig sind, hat das Land Hessen dafür nur etwa 70 Millionen beigesteuert. Das Land Hessen speziell hat zwar die letzten Jahre ordentlich nachgelegt, aber das löst jetzt nicht, sag ich mal, die zu geringen Investitionsmittel der letzten 20 Jahre. Und es reicht halt immer noch nicht aus, die Investitionen im Krankenhaus vollständig über die Fördermittel der Länder zu finanzieren. Die meisten Krankenhäuser haben heute Gebäudestandards, die wirklich nicht mehr gehen. Das heißt, da muss man kräftig investieren. Da hilft auch kein Renovieren mehr. Oder nehmen Sie Digitalisierung, kostet richtig viel Geld, muss man ehrlich sein. Das ist nicht zu erwirtschaften über die Krankenhäuser. Und jetzt fällt es eben noch mehr auf und richtig auf, dass die Investitionsmittel der Länder eben nicht ausreichend sind. Geld verdienen kann ein Krankenhaus nur über das, was die Fallpauschalen einbringen. Herrinnen über dieses Geld, das reinkommt, sind die 18 Mitarbeiterinnen im Controlling. Die meisten von ihnen sind medizinische Fachangestellte oder Pflegefachkräfte, die jetzt nicht mehr am Patienten arbeiten, wo sie auch dringend gebraucht würden, sondern sich als Kodierfachkräfte mit der komplizierten Abrechnung befassen. Wir haben eben in Deutschland rund 1300 verschiedene Fallpauschalen zur Abrechnung zur Verfügung. Und diese werden dann je nach Schweregrad der Erkrankung nochmal weiter aufgesplittet und ergeben dann auch unterschiedliche Erlöse für das Krankenhaus. Das Krankenhaus muss jetzt mit diesem Fallpauschalenerlös auskommen. Also alle Menschen, die direkt am Patienten arbeiten, aber auch alle, die im Hintergrund arbeiten, wie der Apotheker oder die Reinigungskräfte, die Pfortendienste und so weiter. Damit muss das Krankenhaus zurande kommen. Alter, Behandlung, Komplikationen, alles wird hier eingegeben und ist für die Berechnung der Fallpauschale wichtig. Wurde ungenau auf der Station dokumentiert oder war die Verweildauer des Patienten länger als von der Pauschale vorgesehen, muss das Krankenhaus Geld zurückzahlen. Wir sehen zum Beispiel bei alten Patienten, die sind zu Hause vielleicht nicht unbedingt optimal versorgt nach der OP. Dann nehmen wir sie halt schon auch stationär auf und behandeln sie stationär, weil wir wissen, wir können auch postoperativ gut betreuen und den Patienten dann in einem guten Zustand wieder entlassen. Während die Krankenkassen danach ja nur sehen, die Patientin wurde operiert und es ging ihr danach gut und eigentlich ist es eine ambulante OP und deswegen hätte es Sinn gemacht, den gar nicht erst stationär aufzunehmen. Und dann kommt die Rückforderung. Hier in der Strahlenonkologie arbeiten sie im Schichtsystem bis 19, bei Bedarf sogar bis 21 Uhr. Alle 10 Minuten im Schnitt verdient die Klinik an einem gesetzlich Versicherten etwa 200 Euro. An einem privat versicherten Patienten ca. 500 Euro. Eine willkommene eigene Geldquelle, die trotzdem nicht für alles reicht.